Hallo und herzlich willkommen zu Part 37 von Trails in the Sky SC. Wir sind ja hoffentlich mit dieser Folge bei Kapitel 5 am Ende angekommen. Wir haben auch eigentlich nur noch eine große Sache zu tun, nämlich ins Lair des Dragons, also in den Unterschlupf des Drachens zu gehen und ihn von dem Gospel zu befreien. Und deswegen gehen wir zu diesem wunderbaren Einsiedler, den wir schon in diesem Spiel, aber auch in anderen schon getroffen haben, um uns den Rat von ihm einzuholen, wie wir denn überhaupt da hinkommen, denn wir wissen es nicht. Sag mal, kann ich hier nicht auch die CPs, also die Craft Points regenerieren? Nein, kann ich nicht. Okay, war eine Idee. Yo, Oldtimer. Oh, Agathe and the Little Sprouts group. Hello, Mr. Wemler. Sorry to bother you. You kids seem like you're filled with purpose this time. What's happened? Tell me. Yes, we are, sir. Actually... Genau, und jetzt erklären wir es mit dem Drachen, blablablub. Oh, I see. Explains all the noise a little while ago, at least. Hey, old-timer. You used to say you've been to the northwest, right? If you don't mind, we'd like to know what route you used. Absolutely not. Bitte was? Huh? The hell, why not? Let me ask you kids one question. Once you find that dragon, what are you going to do? Oh, it seems like it's being controlled, so we don't really want to slay it. But if it keeps causing trouble even after we break the gospel, we'll have to. Can't let it hurt people no matter what. Goodness, children today know nothing. You kids are treating the dragon as if it's just a big monster. That's no dumb beast you're hunting. That is a divine creature older than the Great Collapse. From before the Great... What? You're saying it's been here for over 1200 years? Come on, old-timer, be serious. Sure, it might have a long lifespan, but... No, I fear Mr. Wemler may be correct. There are records of sighting of dragons that go back as far as 900 years to Liebel's founding. Apparently, they used to show themselves more often, and many of the reports are suspiciously uniform. Seriously? I'm starting to think we shouldn't have thought of it like a normal monster. Trying to slay that creature would be nothing but suicide. So be good and leave it to the royal army. Honestly, most of the armies got their heads up their ends too, but maybe he could... Huh? Anyway, I've no desire to send young people to their graves. I'm sorry, but I can't help you. But... Hey, old-timer. I appreciate the concern, but you're a bit off the mark, don't you think? Huh? We've fought a lot of nasty stuff to get this far. Intelligence division thugs, ancient orbital machines. Nasty as they were, though, we couldn't just let them go because they were too dangerous. We put together what we had, every one of us gave it our all, and we managed to overcome them. This dragon's the same. We ain't just gonna blindly rush in, but we can't let this go either. So please, lend us a hand, we need you. Agathe? Huh. Finally got a bit of nobility on that ugly mug of yours, huh? Your sister liked that. Well, after a speech like that, guess I have no choice but to help, huh? Really? Thank you, Mr. Wemler. No, don't worry about it. I'm not doing anything that big. I'll head out first and get things ready. Come find me when you're ready. I'll be at the deepest point of the western side. Come find you? Wait, weren't you going to tell us to get to the northern part of... It's going to involve a bit more than just telling you. Anyway, come as soon as you can to the west side by foot. I'll be waiting. I'll be waiting outside. Wait. Nothing for it. Like the old man said, we should get going. Right. Deepest point of the west side of the valley, right? So groß ist es ja nicht. Ja, bla 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 bla. So groß ist es ja nicht. Ich weiß auch schon, wo es ist. Deswegen ist auch dieses Hoch, wo könnte es nur sein, brauche ich erst gar nicht so zu tun. Ich weiß, wo wir hin müssen. Und wir waren, glaube ich, sogar auch schon mal da. Da sind wir hingelaufen, wo ich sogar noch meinte, hey, hier wird noch was Spannendes passieren. Und der Moment ist gekommen, Freunde der Nacht. Die Gall. Denn jetzt ist es soweit. Wir werden einen neuen Bereich sehen, den wir noch gar nicht gesehen haben. Und das ist, finde ich, ja immer auch wieder was Erfrischendes. Ich finde, es passiert zu selten, aber ich bin sehr froh, dass es trotzdem immer mal wieder passiert in diesem Spiel. Die Truhe haben wir schon. Nee, bin ich doof? Ich bin doof. Sorry, Leute. Sorry, ich hab's verkackelt.
Western hat er gesagt. Nicht, wir sind ja im Osten. Ich bin dumm. Aber da waren wir schon mal. Ich habe mich gerade nur auf der Seite vertan. Klassische Links-Rechts-Schwäche, die ich eigentlich gar nicht habe, aber ich muss tatsächlich immer bei Westen und Osten überlegen. Ich finde, Westen und Osten bringt mich mehr durcheinander als Nord und Süd. Das finde ich irgendwie viel klarer. Also es ist eine West-Ost-Schwäche. Man lernt nie aus. Und was bringt uns Trails bei, dass Jonas eine West-Ost-Schwäche hat? Das ist doch auch sowas, man lernt nur dazu. Es ist schöner als Unterricht. Aber to be fair, vieles ist besser als Unterricht. Da müsste es dringend mal ein paar Reformen geben. Aber ja, ich bin kein Lehrer, was beschwere ich mich? Ich bin ja da raus. Es tut mir nur für alle leid, die es nicht sind. So, und jetzt gleich haben wir es. So, da sind wir. Und das war der Punkt, wo wir nicht drüber rennen konnten. Looks like you made it. Oldtimer. So if we cross that bridge, hey, go straight across and you'll reach a rocky mountain. It's got a cave in it that'll let you climb up farther. Your dragon's over that way. Gotcha. We owe you, Wambler. If that's all for your spawns then, I'll be heading back to my hut. Mind yourselves though, that cave's packed with all manners of nastiness. If things get dangerous, don't be stupid. Turn around and rest up. If you need a break, come by the hut and I'll help you out. Thanks, Mr. Wambler. We'll be careful. Ja, bla 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 bla. So. Und jetzt betreten wir endlich komplett neues Terrain. Das finde ich auch immer schön. Das konnte man schon im ersten Teil sehen. Also diesen Steg hier. Man konnte aber nie hier hinkommen. Das geht erst jetzt. Und das ist schön, dass es immer so Geheimnisse gibt, die sich erst in den Spielen später offenbaren. Das ist halt der Stärke von der gleichen Spielwelt. Auch wenn es nicht immer aufgegriffen wird. Gerade bei Trails from Zero gibt es 1, 2 Orte, die man trotzdem nicht bereist. Lustigerweise aber teilweise in späteren Spielen, die dann in 3D sind, ganz merkwürdig. Ist es wild. Ist einfach wild. So this is where the dragon is. Time to really get serious. Wait a moment. We promised we would contact Morgan about their cell when we found the dragon, remember? Right, good point. Genau. Sieg, come. Scotty? Scotty. Hello there, you. Thanks, Zeke. Man, that bird makes no freaking sense. Genau, und jetzt geben wir die Nachricht. Alright, Zeke, listen closely. I need you to deliver that note to Morgan and Julia aboard the SL. Can you do that for me? Scotty. Alright, now we are prepared. Okay, let's do this. Yeah, let's go. Let's go! Ja, dann gehen wir mal da rein, ne? Der Dungeon an sich ist nicht so kompliziert. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich meine, hier kämpfen wir doch später auch noch gegen... Das sollte ich noch nicht verraten. Aber ich glaube, wir kommen hierhin auch nochmal zurück. Ich bin mir noch nicht mehr ganz sicher, ob das in diesem Spiel ist tatsächlich oder ob das was ist, was in The Third passiert. The Third hat übrigens eine ganz, ganz andere Struktur als die anderen Spiele, deswegen Buster Gear, okay? There's nothing in the chest but spiders now. They all stare at you and clap. Bravo. Das ist nämlich ein bisschen anders. Ich muss mal kurz gucken. Nee, also wir haben schon die besten Waffen. You look under the chest hoping to find the keys to a brand new airship. You don't find anything. Traurig. Übrigens, das Layout dieses Dungeons kenne ich noch vergleichsweise gut. Einfach aus dem Grund, weil ich hier teilweise sehr unterlevelt war. Normalerweise sind Trails-Spiele relativ knackig, wenn es um den Schwierigkeitsgrad geht. Abgesehen so ab Trails from Zero, da wird es besser, wobei die Bosse dann noch sehr, sehr krass sind. Aber so gerade Trails of Cold Steel ist eigentlich immer sehr gut machbar, wenn man viel Nebenkram macht. Trails in the Sky ist teilweise bockschwer. Das seht ihr teilweise bei Truhenmonstern schon, die ja selbst in dieser völlig overpowerten Form, die wir haben, sehr lange brauchen, bis sie weg sind. Und das lässt erahnen, wie schwer es ist, wenn man eben da mit normalen Leveln ankommt. So, genau, dieser Dungeon ist sehr, sehr schön aufgebaut, weil im Grunde genommen ist dieses, was wir hier draußen sehen, dieser Berg, alles, was wir bereisen. Und wir klettern es einfach die ganze Zeit immer weiter hoch. Jetzt muss ich mal überlegen, soll ich da reingehen oder nicht?
Ach, warum nicht? Ja, siehst du, gute Entscheidung. Direkt eine Truhe. Tiraborn. This treasure chest graduated at the top of its class at the richest Royal Academy. Okay, noch eine Truhe. Okay, ist nur eine Höhle, ne? No. Das ist bis jetzt meine Lieblingstruhe. Ja, aber sonst war es das. Okay, aber 2 Truhen, perfekt. Dann weiter nach oben. Das ist so angenehm, Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie schwer das war, hier an diesen Gegnern vorbeizukommen. Die waren so knüppelhart. Aber das ist natürlich jetzt ein schlechter Witz, weil ich bin halt maßlos überpowered. Und das Ding ist, warum ich noch genau weiß, wie dieser Dungeon aufgebaut ist, weil er prinzipiell sehr einfach aufgebaut ist. Aber ich lernen musste, Sachen zu umgehen. Ich meine, guckt euch das an, wie viel Schaden ich hier teilweise nehme. Obwohl ich Level 90 bin und mehr, ne? Das ist schon echt krass. Ich habe ja gar keinen... also, ich finde, man kann schon sehr gut... Oh, Moment. Nee, hier muss ich noch nach oben. Da gibt es, glaube ich, noch eine Truhe. War das, wo es die 3 Truhen gab, wo ich mich nie getraut habe, alle zu nehmen, weil da so viele Gegner rumlaufen sind? Nee, ist es nicht. EP Charge. Physically sensing that there's nothing inside, you walk away from the chest without disturbing it. Finde ich gut von mir. Aaron died. It's empty, but if you plant a seed and kept it coming back to water, you might be able to grow a potato or something. Das finde ich schön. Nee, da ist nichts. Sag mal, aber habe ich Chloe auch gut ausgerüstet? Ich habe gerade irgendwie voll die Paranoia. Nee, habe ich aber gut ausgerüstet. Habe ich gut gemacht. Dann. Das ist halt der einzige Nachteil. Ich kann euch jetzt wirklich kaum zeigen, wie das ganze Item-Management und so geht. Normalerweise, also ich bin zum Beispiel kein Fan von den Ornaments. Ich finde die Idee ganz gut. Aber wenn man einmal so seins hat, dann tauscht man höchstens noch hier die HP 3 gegen eine HP 4 aus oder so. Oder die Attack 3 gegen eine Attack 4. Weil gerade hier das noch so ist, dass man ja bestimmte Zauberkombinationen nur mit bestimmten Orbel-Kombinationen freischaltet. Und das finde ich immer ein bisschen doof. Das finde ich später tatsächlich besser gelöst, weil A, man nicht mehr so viele Sprüche automatisch zum Schluss hat und B, man gezielter suchen kann. Da gibt es zum Beispiel für Tyrael ein ganz bestimmtes Orbment. Und das muss man erst finden oder herstellen. Finde ich eine bessere Lösung, auch weil ich dann irgendwie gezielter Sachen wirklich suchen kann, ohne vorher, guck mal, noch eine Truhe, vorher noch rumzuprobieren, was für ein Orbment ich brauche. Das fand ich hier schon immer ein bisschen, es ist ein bisschen experimentierfreudiger, ja, aber am Ende des Tages, selbst wenn es experimentierfreudiger ist, sucht man sich seine Lieblingskombo raus und die verändert man auch eigentlich nicht. I guess you can keep it. Ich habe nämlich mal ein paar Ornaments ausgewechselt und plötzlich hatte ich Basic Zaubersprüche nicht mehr, die ich normalerweise in diesem Spieldurchlauf jetzt nicht so oft benutze, weil ich einfach zu stark bin, aber sonst braucht man die wirklich. Und wenn die dann plötzlich wechseln, ist halt doof. Und deswegen hört man dann auch irgendwie auf zu experimentieren, was ein bisschen schade ist. So, jetzt muss ich mich gerade neu orientieren. Ah ja, jetzt geht's wieder aus der Höhle raus, genau. Deswegen, ich finde, das Orbment-System ist immer besser geworden und es ist ja auch alles viel komplexer geworden. Deswegen finde ich das gut, dass das vereinfacht wurde. Weil die ganzen Kampfmechaniken werden immer komplexer und immer komplexer. Das fängt ja hier schon an mit diesen Teamangriffen, die wir halt nie benutzen, weil wir sie nicht brauchen. Aber theoretisch fängt es hier schon an. Sieg. Oh, there he is. Scree. Jetzt liest du das. Let's see. Stealth's group has arrived at the mountain where they believe the dragon to be. They're going to enter and search. I see. Transmit to all ships. Stand by at designated coordinates with armor-piercing rounds loaded. If the dragon attempts to flee, do not allow it to escape. Yes, sir. Genau. Wir sind ja schon fast da. Das ist ja wirklich gar nicht so lang. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ne, wir gehen erstmal einfach weiter. Ich glaube, hier gibt es... Ne, hier gibt es sowieso keine Möglichkeit. Manchmal gibt es nämlich auch mehrere Eingänge. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Aber ich muss mich gerade... Ja, ich weiß, wo wir sind. Okay. Das heißt, hier ist nichts. Hier ist so eine große Höhle und gleich muss es irgendwo noch... Hier, den kennen wir noch als Zwischenbossfeind von diesem Kapitel auch. Jetzt müsste es gleich aber irgendwo im Norden noch so eine kleine Höhle geben.
Sieht das mit den... Nee. War das vielleicht schon mit den mehreren Truhen, das, was ich meinte? Ich dachte, es gibt noch irgendwas so mit 3 Truhen. If you're reading this, please send help. We've been stuck on this game for years. Localization Team. Okay. Aber den Hintergrund habe ich ja sogar schon genannt, ne, dass das irgendwie voll wenig Personen waren, die das alles übersetzt haben. Deswegen, vielleicht ist der Hilferuf auch gar nicht mal so weit von der Wahrheit. So, wir müssten jetzt tatsächlich schon fast oben sein. Diesen Gegner habe ich besiegt und das war so... Oh, ich hasse ihn, weil ihr müsst halt auch gut ausgerüstet sein. So, das ist nämlich das Ziel. Ah, ja, genau, ich erinnere mich. Hier gibt es noch eine Bonushöhle und da sind die 3 Truhen. Oder? Ja. Reviving Balm. Aber ich hatte immer in Erinnerung, das waren mehr Gegner da drin. This chest remembers your previous visit and it is none too happy to see your return. Ist einfach nur ein Feind, ne? I don't know what you expected. Also irgendwie hatte ich diese Höhle viel gruseliger in Erinnerung. Naja, so ist das manchmal. There's nothing in the chest. You briefly wonder if you could use it as a makeshift boat. Theoretisch könnte ich das tun, ja. Aber ich lasse es. Okay. Wir nähern uns jetzt tatsächlich dem Ende des Kapitels. Leute des guten Geschmackes. Wow. There it is. It's sleeping. Is it sleeping? It appears to be, yes. I don't see that Lover man anywhere either. This might be our chance. Agatha, what should we do? First, let me close in by myself. With a bit of luck, I can break that gospel with one good swing. Okay, good luck. Agatha. Don't worry, short stuff. I'll be fine. Just be ready to back me up if I screw this up. Okay. Be careful. Irgendwas haben, aber schön auch gemacht, dass er sich so ransneakt erst. So that's a gospel, huh? Oh, schöner kleiner Effekt. Gar nicht nötig gewesen, aber schön. Let's do this. Ja. Und tatsächlich ist ein kleiner Riss dran, aber es ist nur ein Riss. Oh, hell, too shallow. Too shallow, la 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 la. Agathe. Tschubum. Einfach mitten in die Fresse rein. Agathe, I cracked it, but I didn't quite break it. I just need one more good swing. Give me a hand. Right. Okay, I'm with you. Dann wollen wir mal. Bosskampf für dieses Kapitel, Freunde der gut gepflegten Unterhaltung. Ja, einfach drauf. Also in dem Falle ist es halt wirklich so, dass wir vieles machen könnten. Aber ich glaube, es ist am einfachsten, einfach drauf zu ballern, ehrlich gesagt. Und mit Tita direkt S-Craft noch. Ach, verdammt. Jawolski. Hat gar nicht so viel gebracht. Einfach viel normaler Angriff von Estelle, ey. Eieiei. Guck mal, der hat uns einfach nur zurückgeworfen. Das ist schon mal gut. Moment. Wir können ja gucken. Ging alles. Okay, dann können wir Art auch alles benutzen. Dark Matter. Ja, bam, machen wir. Bam. Frech, aber okay. Gucken, komme ich dran? Ja, komme ich. Das heißt, ich kann hauen. Bitte sterben Sie. Also mit Estelle und so drauf zu hauen, ist viel, viel sinniger. 800, es ist viel klüger, nur drauf zu hauen, weil selbst meine stärksten Attacken gar nicht so gut reinhauen. Zack. Okay. Zack. Zack. Zack.
Ich bin viel zu stark, ey. Das ist echt auch für den Drachen ein bisschen gemein, muss man sagen. Ja, ja, zack. Dafür verschwende ich nicht mal meine CPs jetzt, ey. Ich komme mir schon dumm vor, dass ich das mit Tita einmal gemacht habe. Das war voll die Verschwendung, ey. Das Einzige, was ich mal machen kann, ist, ich könnte mal Tita heilen. Ja, aber sonst, das war's ja schon. Noch ein Schlag, verdammt. Aber komm, guck mal, Tita darf jetzt den letzten Wumms machen. Das ist doch auch okay. Nee, gar nicht. Estelle darf den letzten Wumms machen, wollte ich sagen. Und das war's schon. Kriege ich dafür jetzt eigentlich auch mal... Nö, ich kriege auch nur eine... Tita kriegt richtig viel. Okay. Die ist auch noch Stufe 70, okay. Ist also angemessen. Aber da seht ihr mal, wie overpowered die anderen alle waren. Ai. Oh, come on, I thought we beat it. Its life force is infinite, just as the legends say. Okay. Tita, you got a flash canister left? Yeah. Load it. Get ready to give us an opening. Estelle, princess, keep that thing cornered for just a second. Huh? Ah, jetzt traut er sich endlich mal was. Ah, you're going to... I see. Tita, fire it up, not at the dragon. We'll keep it still. Okay. Ich weiß auch nicht warum. Ich denke immer, Drachen müssen wie Katzen sein. Now. Ja, natürlich. Und jetzt von oben so Wrestling-mäßig. With the power of Grayskull. Und wir haben es geschafft. We did it. The gospel is broken. Agathe. You okay? Yeah, I'm fine. Looks like it worked. Yeah, holy striggers, that was cool. Agathe, that was incredible. Well, we've managed to defeat the dragon somehow, so I guess that means things are impressive. Huh? That voice. Where the hell's it coming from? Impossible. Und ihr seht auch direkt an seinen grünen Augen oder blauen Augen, dass er wieder seinen eigenen Sinne hat. Impressive, children of man. Your kind call me Ragnar, scion of the great worms who long have dwelt in this land. Ah, no way it's talking? My words carry not through tongue or sound, but as an impulse through the void connecting my mind to thine. Though should it please thee, thou mayst utter aloud what flickers in the dawning of my thoughts. Alright. Wow. Okay, if we can talk, then I just want to be sure. You don't want to, like, eat us or anything anymore, right? I do not. My wrath, which thou didst witness, was invoked by that infernal device. It is well that I am now free from its foul tether. Thou hast my gratitude. You're welcome. We don't need your thanks. We didn't come here to set you free. We came here to stop you from destroying everything. Their concern is full warranted, though through me a city and a village came to ruin. The will was not my own. But still, the burden of these actions is mine to bear. I cast myself upon thy mercies, as to make amends. Ask of me what boon thou willst. Well, this is really all Ouroboros' fault, and some people were hurt, but nobody died, so as long as you express your sincerity, I'm sure they'll forgive you, I think. Sincerity? I am uncertain whether this shall make sufficient amends given the sorrow I have wrought. Children of man, wouldst thou approach me? Okay, sure. What now? Ihr werdet jetzt zu Sailor Moon! Holy. Wow. This is
A septium crystal, it's huge. This warm golden glow. This can only be Goldia, a septium crystal which harnessed the power of space. Scars such as I have left in this land must be atoned for in kind. Wouldst thou convey my regrets and recompense to those whose lives I have cast into disarray? Sure, I guess. Not good enough. You can't be serious. Come on, Agatha. Such chastisement is perhaps warranted. True absolution dwells not in the realm that coin, gem, or gift can secure. No, that's not what I meant. Given the size, this one's worth an easy 10 million mirror. Give us one more crystal about a 10,000 of that size or so. Are you kidding me? With the exception of police and criminal activity, hiring braces costs money. Transportation of goods inside a province usually comes out about 1,000 mirror. Since this wasn't even ever a criminal case, so long as you can pay that, we'll take the job. I get it. Wasn't ever, I never thought you could manage to be that roundabout. Be it as thou wilt, I shall purchase of thee thy services. Und der Drache sagt einfach so, ja okay, hier ist mehr Kohle, bitteschön. Alright, contract accepted, Mr. Ragnard. We'll deliver this to the mayors of Boza and Ravenue. The matter rests in thy hands then. Truly, it was a fine attack, but a lack of focus afflicted thee in thy battle against the swordsman. Perhaps thou hast sloth of aimless fury to gird thyself in stronger resolve. Ihr müsst mir verzeihen, so Altenglisch ist so gar nicht meins. Ich finde, es hört sich immer total geil an, aber ich finde es wahnsinnig schwer auch zu lesen selbst. What? You remember what happened at the mine? Though this body acted of its own accord, still did my consciousness remain clear. Small daughter of man, thy bravery and courage were worthy of the songs of minstrels and the praise of poets. And though I see the strength and virtue of humanity held fast despite the passing of the ages. Aww, you're more of a teaser than I would have guessed, Ragnard. As for thee, yes, it is well I know thy scent. Thou art the offspring of the divine blade? Huh? Whoa. How the hell do you know the old man? 20 years passed ere I took to my slumber. A son of a man stood before me, challenged me. He did in his folly, claiming he strove to master the way of the blade. Doth he remain hale? Yeah, he's doing fine. He never casually mentioned knowing a dragon, though. Somehow that doesn't surprise me. Oh, that reminds me. Ragnard, sir, may I ask a question? Speak, child. The gospel was attached to you by that Löwe guy, wasn't it? He said something about an experiment. Do you know what they were trying to do? First, I must dispel the confusion that clouds thy understanding. 'Twas not the silver swordsman who placed the black device upon my brow. Rather, 'twas a man in white possessed of an unsettling power. The professor, his appellation. What? You're kidding? At the professor's side did the swordsman arrive. In the throes of my ire, the swordsman plied the extent of his art to limit the wreck and ruin I wrought. Had he not lifted his hand, surely both the city and village would have been seared to ash, not a stone left upon another. No way. What the hell's his deal? He had but a single aim, to test his machine and see whether it could subvert a will such as mine, and in doing so proclaim it worthy, as a gospel of the aureole. What? The aureole? Well, wait a minute. Do you know what the shining ring is? Nowhere is it to be found, and yet it is everywhere. Possessed of infinite power and the sum of all wisdom, yet the harbinger of bottomless despair. And when thou standeth in its presence, man must offer up an answer. Huh? What do you mean exactly? I regret that I may impart nothing further regarding the matter unto thee. The ancient oaths prevent me from interfering beyond this extent. No aid can I render unto thee, nor can I guard thee from the fangs of this society. Whoa, hey! Farewell, children of man. In time you shall have an answer to offer up, and on that day our paths again shall cross. I pray for the hasting of that day, that hour.
Und ihr merkt schon, er hat einen Eid geleistet, wegen dem er uns nicht noch mehr verraten kann. Und das ist nicht unwichtig und wird auch nochmal ein bisschen besser erklärt, weil er kann ja nichts sagen. Wie soll er es euch erklären, ne? It's getting pretty late. Oh, I hope everyone's okay. You don't suppose the tables got turned on them? If that were to happen, Zeke would have returned to tell us that they're in danger. For now, all we can do is trust in them and wait. I hope so. 1 hour until nightfall. Once that passes, we begin our assault. Captain, ready the man. Sir, that shall not be necessary. What the hell was that? That wasn't just me? Where did that sound come from? Huh? It looks like something real big's coming up from below. What? Da ist er, Mr. Ragnar. Ja, jetzt erstmal, sorry Leute, brave bannerman of Auslese. Hearken to my words. I am Ragnar, the dragon who has slumbered in these lands since time immemorial. My will was wrested from me, turned toward the machinations of the vile ones, but as surely as I speak to thee now, thy braces have freed me. The full tale is theirs to tell, till next we meet, I bid you fair skies. Ja, in diesem Sinne, tschüss. Also, hätten wir schießen sollen oder nicht? Oh, it's already out of sight. We're gonna give chase? We can't possibly chase him at that altitude. Even if the SS survived, we would suffocate. Oh, Adius. Those braces are going to have some explaining to do. Haben wir? Machen wir aber nicht. And thus the ancient of the dragon that had shaken the Bose region came to a close. Estelle and her group spent a long time explaining everything that had happened to General Morgan. When they were finally let go, they delivered the Goldia crystals entrusted to them by Ragnar to Mayor Mabel and Elder Ryzen. And so 1 week later, einfach mal eine Woche vergangen. Aber es ist ein guter Timeskip, weil dann sehen wir auch, dass es dem Dorf jetzt wieder besser geht. Das wäre ja ganz schön doof. Ist aber auch eine Woche, in der die Society auch noch mehr Schabernack treiben kann. Ich finde es aber auch schön, dass hier wieder so ein schöner runder Bogen geschlagen wird. Wie gesagt, so jedes Kapitel, ich hatte das ja schon mal gesagt, konzentriert sich auf eine Figur, die wir im letzten Spiel kennengelernt haben und sie jetzt wirklich ausführt. Das ist wirklich dieses Ernten von Sachen, die im ersten Spiel hingelegt wurden. Finde ich sehr, sehr stark. Wir hatten ja Sin, wir hatten Shira, wir hatten Dingens. Wen haben wir denn noch? Ich glaube, das war's. Chloe hatten wir noch, genau. Ich glaube, das war's. Ah, You. Warte mal. Chloe? Ach, Estelle natürlich. Estelle, Shira. Agathe. Bin ich dumm? Die Antwort ist ja, aber... Naja, you too. Never thought we'd meet here of all places. What brings you out here? A little whimsy, I suppose. You're here to make an offering to your sister, correct? Allow me to pardon myself. Hey, I didn't say you were in the way or anything. Those flowers, they're yours? Yes, although... If I had known the flowers would have company, I would have picked a different color. I figured there was someone other than me setting some flowers down here every year. Didn't think it was you, though. Was it? An old man like me can hardly remember the things he's done over the years. Hey, says the army general. Agatha, could I place my flowers too? Oh. Yeah, go on. Agatha und Tita, genau, jetzt stehen sie da, beten. Sorry about all this, Tita. Thanks for coming out here with me. No, I wanted to give my respects to Misha too, so thank you, Agatha. Oh there, that's enough of that. I should be thanking you. And hey, I promise I'd let you meet her once work had calmed down. I guess you did, huh? The dragon apparently said as much already, but you've certainly changed, Mr. Crossner. You feel much calmer now, calmer somehow. I'll cut that out. I've still got a ways to go. But now I'm ready to actually do something about it. Everything really does start here. The downsides of the army which you spoke of. Having thought them over again, I believe your argument had some merit.
Now that was just, blowing off some steam at people who didn't deserve it. It's not like I think the army did anything wrong. Now listen closely now. If there's anything I've learned from this, is that we need both Braces and the army to properly function as a society. The organization and hierarchy of the army is certainly useful, but there are times when the Braces' swift actions lead to better results. Without both, we could never have stopped this crisis. True enough, it's thanks to your plan that we found the dragon at all. Alan Richard had the right of it in a way. The flow of information since orbments were developed has increased rapidly to a point where no single group can capably manage it. The only way for us to process it all is to expand our numbers and allocate the work to progressively fragmented subdivisions. The army sure got that down. You've got the border garrison, airship crews, the Royal Guard, even the intelligence division. Indeed, it was a necessary evolution to keep pace with the times, even if a multitude of issues have fallen through the cracks in the process. For us, there's no turning back. That being said, your Braces are free to do as you will. We as the army are limited, but you can, and by all accounts should, protect the people to the utmost of your abilities. Come again? That may cause our two fractions to clash every so often, but will just as often come in support for one another. Whatever the situation may call for, we found a way to compensate for our flaws and keep from straying down the wrong path. Und das finde ich so schön, dass General Morgan seine Meinung in dem Alter nochmal ändert. Kann man sagen, ist unglaubwürdig, aber es ist dieses nicht, dass er es niemals gedacht hat, dass es so ist, sondern dass er es selber verdrängt hat, aus diversen Gründen. Aus dem Grund, dass sein bester Freund aus der Armee gegangen ist, dass er dem Bracern die Schuld für vieles gibt, dass er sich selber seine Schuld nicht eingestehen will, dass er nicht gut funktioniert und erst jetzt mit einem Erfolg wirklich auch sich selber akzeptieren und vergeben kann. Das finde ich so schön, dass das so nicht so ist, so ja jetzt glaube ich das, sondern es ist eher dieses jetzt akzeptiere ich das zu glauben, was ich eigentlich schon weiß. Personally, I wouldn't have it any other way. Kinda get the point there. Alright, if it makes you happy, we'll keep butting in on your business at every possible turn, General. Hope you're ready. I could say the same to you. Keep in mind not to do anything too reckless. Pardon me for disturbing such a peaceful moment. You. Oh no. You are... I believe this is the first time we've met, General Morgan. I am an enforcer of Ouroboros. You may call me Leonhard. It's a pleasure to make your acquaintance. What did you? You. What the hell are you doing here? This is a place where the dead rest. There's only one proper thing to do. Or do you intend to reenact our last meeting here, in a place like this? I know. Und das ist so ein starker Charaktermoment von Löwe, der wirklich endlich mal so ein bisschen zeigt, wer er ist, noch genauer. Man vermutet ja viel, aber es ist so das erste Mal, wo man so richtig denkt so, oh. Wurde ja schon angedeutet, dass er dafür gesorgt hat, dass der Drache nicht alles zerstört, ne? Leonhard, Löwe the Blade Lord, yes? I too do not wish to disturb the dead, but I have a question I would ask of you. By all means. Earlier, it seemed as though you kept the dragon from causing greater damage than it otherwise would have. And here you are now offering prayers for the departed. So why? Why would a man such as you bring chaos to our land? What sort of demons in your soul drive you to such acts? The only reason I reigned in the dragon's rampage was to conduct a proper experiment. I had no goal beyond that. Surely. General, I simply act as the hand of the society as it orders. I am bound to the will of the society and no other. Do not think to compare yourself to me. You, who are bound by force to silence over Hamel. Und das ist verdammt wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal hatten. Ich glaube, ich habe es schon mal angeteased und angedeutet und ich glaube, es gab schon einen Moment. Ich glaube ja, Joshua war ja auch da. Aber das ist so wichtig. Das ist so wichtig und so gut. Hamel? What's that place got to do with anything? In any case, Agatha Cross, übrigens schönes jetzt Porträt da oben, wie man auch, weil er spricht jetzt zu Agatha und das Bild oben ist jetzt auch so über die Schulter. Ist gut gemacht. Your resolve has clearly hardened, but that means nothing if you don't have the strength to support it. Should you fail to measure up the next time we meet,
more than your sword will end up broken. Oh, don't you worry about me. The same goes for you too, pal. Don't think you can just strut around all confident forever. I'll catch up to you real quick, be ready. I look forward to it. So ein guter Moment, ey. Mr. Leonard's eyes looked so lonely. He tries to be cold, but he was so sad when he was praying. Hey General, Hamel was a village just across the border in Orebonia, right? You know the name, do you? Us Ravenure folks occasionally had contact with him before the war. Not anymore though, not sure why. Why would he bring that name up? I'm afraid I'm not free to speak on that subject. It connects to matters of international security. To what? I can, however, say this. If my suspicions about that man are true, then that man Löwe has stared into the pits of Gehenna with his own two eyes. Na, also Hölle im Grunde genommen. Gehenna ist so die Hölle dieser Welt. Und das ist das Ende von Kapitel 5, The Witch Who One... Leute, ich und lesen. That Witch One Must Protect. Wir werden das hier speichern. Und eigentlich wollte ich sagen, jetzt beenden, aber ich bin natürlich wie immer zu doof und komme ins nächste Kapitel schon rein. Oh, da die Kapur-Familie mit Joshua. So, where's? Und mit diesem wunderschönen Wort, oder beziehungsweise sind ja eigentlich zwei zusammengestauchte Wörter, soll es das für diese Folge gewesen sein. Wir haben Kapitel 5 endlich abgeschlossen und die nächsten beiden Kapitel, die werden ein bisschen knackiger, so viel kann ich schon mal sagen. Wir haben aber, glaube ich, noch ein, zwei Nebenquests offen, die wir dann in der nächsten Folge absolvieren müssen und danach wird es rapide abgehen, das kann ich euch versprechen. Es wird einiges passieren und die Story wird voranschreiten. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal im frischen neuen Kapitel 6. Tschüss!